Egal wo du hinschaust, irgendwo steckt immer ein Elektromotor drin. Von der Zahnbürste bis zum E-Fahrzeug. Er ist das Herz unzähliger Maschinen. Und das Prinzip dahinter ist immer gleich. Strom im Magnetfeld erzeugt eine Lorentzkraft. Ich zeige dir heute am Gleichstrommotor, wie aus dieser Lorentzkraft eine Drehbewegung entsteht. Vom Aufbau über die physikalischen Grundlagen, der Drehmomententstehung, der Kommutierung und der Gegen-EMK. Hi, ich bin Chris. Ich bin Maschinenbauingenieur, technikbegeistert und ich liebe 3D-Animationen. Hier auf 3D Insight helfe ich dir, komplexe Technik so zu verstehen, dass sie wirklich klar wird. Heute zeige ich dir, wie ein Gleichstrommotor funktioniert und warum er sich wirklich dreht. Also, lass uns direkt anfangen. Das ist ein einfacher, permanent erregter Gleichstrommotor. Und so sieht er von innen aus. Er besteht aus einem Ankerblechpaket, auf das die Spulen gewickelt werden. Der Motorwelle mit Kommutator, die beide fest mit dem Blechpaket verbunden sind. 2 Rillenkugellagern, die in günstigen Motoren durch Gleitbuchsen ersetzt werden. Den gefederten Kohlebürsten in ihrem Gehäuse. Den nach außen geführten Anschlüssen. Den Permanentmagneten, die in das Gehäuse geklebt werden und teilweise mit Federn verspannt sind. Dem Gehäusedeckel und einem Magnetrückschlussring, der das Magnetfeld gebündelt und effizient durch das Gehäuse leitet. Aber warum dreht sich nun der Motor? Dazu müssen wir uns das physikalische Prinzip dahinter genauer anschauen. Die Motordrehung lässt sich auf 2 Arten erklären. Einmal über die Kräfte und einmal über die magnetischen Felder. Das ist kein Entweder-Oder, sondern eine Frage, wie man die Entstehung der Drehbewegung betrachtet. Beide erzeugen das gleiche Ergebnis, die Drehung des Motors. Ich zeige dir heute beide Wege, damit du verstehst, warum sie zwar unterschiedlich aussehen, aber am Ende zur gleichen Drehbewegung führen. Fangen wir mit der Betrachtung der Kräfte an. Die Lorentzkraft entsteht, wenn sich ein stromdurchflossener Leiter in einem Magnetfeld befindet. Dann wirkt auf die sich bewegende Ladung, also die Elektronen, eine Kraft, die senkrecht zum Magnetfeld und senkrecht zur Stromrichtung wirkt. Das kann man sich gut mit der rechten Handregel merken. Der Daumen zeigt in Stromrichtung, der Zeigefinger zeigt in Richtung des Magnetfeldes, von Nord zu Süd. Und der Mittelfinger gibt dann die Richtung der Lorentzkraft an. Die Lorentzkraft drückt also seitlich auf den Leiter und genau diese seitliche Kraft nutzen wir im Motor, um eine Drehbewegung zu erzeugen. Wie sieht das Prinzip im Motor aus? Im Gehäuse sitzen 2 fest eingeklebte Permanentmagnete, ein Nordpol und ein Südpol. Sie erzeugen das Statormagnetfeld, das quer über den Rotor verläuft. Im Luftspalt verlaufen die Feldlinien vom Nord- zum Südpol. Außen am Gehäuse verlaufen sie dann zurück. Der Draht ist zu einer Spule um den Ankerkern gewickelt. Für ein besseres Verständnis erstmal nicht als ganze Spule, sondern nur als eine Drahtschleife. Wird an die Drahtschleife eine Spannung angelegt und der Strom fließt in das Bild hinein, wird eine Lorentzkraft erzeugt. Erkennst du, in welche Richtung die Lorentzkraft zeigt? Richtig, nach oben. In dem Teil der Drahtschleife, der zurückführt, fließt der Strom aus dem Bild heraus und somit wirkt die entstehende Lorentzkraft nach unten. Diese beiden Kräfte erzeugen dann das Drehmoment, welches den Anker dreht. In der eigentlichen Spule wird an jedem einzelnen Draht eine Kraft erzeugt, welche zusammen das Drehmoment ergeben. Das ist die Betrachtung der Kräfte auf der Mikroebene. Schauen wir uns jetzt noch die Makroebene an. Wird ein elektrischer Leiter von einem Strom durchflossen, entsteht um ihn herum ein kreisförmiges Magnetfeld. Auch hier gibt es wieder eine rechte Handregel, mit der man die Richtung der Magnetfeldlinien bestimmen kann. Der Daumen zeigt in Stromrichtung, die Finger der Hand folgen den Magnetfeldlinien. Wickelt man den Draht dann zu einer Spule um einen Eisenkern, erhält man einen Elektromagneten. Wird die Spule bestromt, überlagern sich die Magnetfelder der einzelnen Leiter und die Feldlinien verdichten sich im Eisenkern. Dadurch entsteht in der Spule ein summiertes und gerichtetes Magnetfeld mit einem Nord- und einem Südpol. Durch den Eisenkern werden die Feldlinien konzentriert und das Magnetfeld wird verstärkt. Und wie bestimmen wir die Ausrichtung des Magnetfeldes in der Spule? Genau, mit der rechten Hand. Allerdings diesmal mit der rechten Handregel für Spulen. Dazu zeigen die Finger in Stromrichtung in den Wicklungen und der Daumen zeigt in Richtung des Nordpols des entstehenden Magnetfeldes. Probier es doch mal für die andere Seite der Spule aus. In unserem Motor sieht das dann so aus.
Die Spule wird bestromt und baut ein Magnetfeld auf, welches vom Anker verstärkt wird. Der Strom fließt auf der linken Seite in das Bild, auf der rechten aus dem Bild heraus. Beides ergibt ein Magnetfeld, welches mit dem Nordpol nach unten gerichtet ist. So wie die Spule jetzt zum Statormagnetfeld ausgerichtet ist, stehen das Spulenmagnetfeld und das Statormagnetfeld rechtwinklig zueinander. An den Stellen, wo die Feldlinien in die gleiche Richtung zeigen, verdichten sie sich und verstärken sich somit. In den Bereichen, wo sie entgegengesetzt verlaufen, schwächen sie sich ab bzw. heben sich sogar ganz auf. Dadurch entsteht ein resultierendes Magnetfeld mit Bereichen unterschiedlicher Feldliniendichte und somit auch mit Bereichen mit magnetisch höherem bzw. niedrigerem Druck. Das gesamte Magnetfeld strebt allerdings den energetisch niedrigsten Zustand an, bei dem die Feldlinien gleichmäßig verteilt sind und der magnetische Druck überall gleich ist. Dieser Zustand stellt sich ein, wenn beide Magnetfelder parallel verlaufen. Diese Ausrichtung ist dann die Ursache für das Drehmoment. Jetzt kennst du beide Betrachtungsweisen und weißt, warum der Motor überhaupt zu drehen beginnt. Aber so wie der Anker jetzt gerade im Bild steht, würde der Motor stehen bleiben. Also warum dreht er sich weiter? Das schauen wir uns jetzt an. Wenn diese Erklärung für dich hilfreich ist, findest du hier auf 3D Insight regelmäßig weitere technische Inhalte. Bis jetzt haben wir nur die Entstehung des Drehmoments betrachtet. Jetzt schauen wir uns an, wie sich das Drehmoment ändert, wenn der Anker sich dreht und warum es nicht stehen bleibt. Das entstehende Drehmoment ist von der Stellung des Ankers abhängig. In unserer Ausgangsstellung liegt die Spule bei 12 Uhr. Okay, schalten wir den Strom ein. Das Magnetfeld baut sich auf und die Lorentzkräfte wirken auf die Leiter der Spule. Die Magnetfelder von Anker und Stator stehen senkrecht zueinander. Beide Kräfte wirken in entgegengesetzte Richtungen. Ihre Wirkungslinien sind parallel und haben den Abstand d. Das ist auch die Breite der Spule. Der senkrechte Abstand zum Drehpunkt ist r. Und eine Kraft mal ihren senkrechten Hebelarm ergibt das Drehmoment m. F1 und F2 addieren sich dann zu einem Gesamtdrehmoment. Die Spule befindet sich in der 12 Uhr Position. Hier ist der Abstand r am größten. Daher hat der Motor hier das maximale Drehmoment. Durch die Polarität der angelegten Spannung entsteht ein Drehmoment im Uhrzeigersinn. Der Anker dreht sich also in Richtung der 3 Uhr Position. Schau genau hin. Siehst du, was R macht? Richtig, der Hebelarm wird kleiner. Und zwar in Abhängigkeit vom Drehwinkel. Der Abstand d der beiden Kräfte bleibt unverändert, aber der zur Kraft rechtwinklige Anteil von R nimmt ab. Stehen Anker und Statormagnetfeld 90 Grad zueinander, ist das Drehmoment maximal. Dann ist Theta 0 Grad und damit der Cosinus von Theta ist gleich 1. Mit zunehmender Drehung wird Theta größer und das Drehmoment nimmt ab. Bei 3 Uhr angekommen, liegen die Kräfte auf einer Wirkungslinie und der Abstand zueinander ist 0. Die Richtung der beiden Kräfte bleibt die ganze Zeit unverändert, da sich weder die Stromrichtung noch das Statormagnetfeld ändert. In dieser Stellung sind die Magnetfelder parallel und haben damit ebenfalls ein Drehmoment von 0. Aber warum dreht sich der Motor weiter, wenn das Drehmoment 0 ist? Hier kommt dann die Trägheit des Ankers ins Spiel. Sie sorgt dafür, dass der Anker nicht abrupt stoppt, sondern durch seine Bewegung über den Nullpunkt hinausläuft. Sobald sich der Anker über die Nulllage hinaus bewegt, wird der Abstand zwischen den Kräften wieder größer und das Drehmoment steigt langsam wieder an. Aber was stimmt nicht? Richtig, das Drehmoment hat die falsche Richtung. So würde der Anker zurück in die Nulllage gedreht werden. Damit das Drehmoment der Leiterschleife weiter in die ursprüngliche Richtung dreht, muss der Strom in der Leiterschleife umgedreht werden. Du erinnerst dich? Durch die Änderung der Polarität der Spannungsquelle fließt der Strom in den Spulen in entgegengesetzte Richtung. Das Statormagnetfeld bleibt aber gleich. Das heißt, die Lorentzkraft ändert ihre Richtung bzw. das Ankermagnetfeld dreht sich. Damit dreht der Anker weiter in die gewünschte Richtung. Das Drehmoment nimmt wieder zu, bis es auf der 6 Uhr Position sein Maximum erreicht. In Richtung 9 Uhr nimmt es wieder ab. Durch die Trägheit überwindet der Anker wieder die Nulllage. Hier müssen wir wieder die Polarität der Spannungsquelle ändern. Dann kann sich der Anker weiter in Richtung 12 Uhr Position bewegen. So bewirken die Lorentzkräfte bzw. die Magnetfelder von Anker und Stator, dass sich der Motor dreht.
Wir wissen jetzt also, dass wir die Spannungsquelle immer umpolen müssen, damit das Drehmoment kontinuierlich in eine Richtung aufgebracht werden kann. Wie machen wir das? Das schauen wir uns als nächstes an. Das Umschalten der Polarität übernimmt der sogenannte Kommutator. Der Kommutator besteht aus zwei leitenden Kupferhalbschalen, die fest auf der Motorwelle sitzen. Sie sind gegeneinander isoliert. Jede Halbschale ist mit einem Ende der Spule verbunden. Zwei gefederte Kohlebürsten verbinden die Spannungsquelle mit dem Kommutator und somit mit der Spule. Sie stellen sicher, dass der Strom bei der Drehbewegung des Ankers sicher auf den Kommutator übertragen wird. Der Strom fließt also von der Spannungsquelle über die erste Bürste in die erste Halbschale, durch die Leiterschleife und über die zweite Halbschale zurück. Damit ist der Stromkreis geschlossen. Wechseln die Bürsten von einer Halbschale auf die andere, dreht sich die Polarität der Leiterschleife um. Das passiert genau in dem Moment, wenn das Drehmoment 0 ist und der Anker durch die Trägheit über den Nullpunkt hinweg dreht. Durch die neue Stromrichtung ändert sich das Drehmoment so, dass sich der Anker weiter in die gewünschte Drehrichtung bewegt. So sieht der grundlegende Ablauf einer Motordrehung mit Kommutierung aus. Allerdings kannst du erkennen, dass das Drehmoment stark schwankt und die Drehbewegung nicht richtig rund läuft. Um die Bewegung zu glätten, fügen wir nun zwei weitere Spulen hinzu. Der Kommutator hat jetzt 3 Segmente, also alle 120 Grad eins. Und es ist immer nur eine Spule bestromt. Beginnen wir wieder mit der Spule in der 12 Uhr Position. Durch die Anordnung der Kommutatorsegmente erfolgt der Wechsel zur nächsten Spule schon nach 60 Grad. Damit beginnt die nächste Spule ein Drehmoment aufzubauen, wenn die vorherige ihr Maximum gerade überschritten hat. So wird das Drehmoment nie 0. Aber auch mit 3 Spulen bleibt eine Restwelligkeit des Drehmoments. Für viele Spielzeuge und kleinere Anwendungen reicht ein solcher Motor meistens aber schon aus. Für anspruchsvolle Anwendungen werden über 20 Spulen verbaut, um das Drehmoment noch weiter zu glätten. Aber Elektromotoren haben eine weitere spannende Eigenschaft. Sie können sich automatisch vor der Selbstzerstörung schützen. Wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Die Rede ist von der gegenelektromotorischen Kraft, kurz Gegen-EMK. Damit begrenzt der Motor seine maximale Drehzahl und damit auch seinen Strom. Wie funktioniert das genau? Dazu schauen wir uns kurz das physikalische Prinzip dahinter an. Wird ein elektrischer Leiter senkrecht zu einem Magnetfeld bewegt, wirkt auf die Ladungen im Leiter eine Lorentzkraft. Und zwar wieder rechtwinklig zum Magnetfeld und zur Bewegungsrichtung. Im Bild kannst du erkennen, dass sich die negativen Ladungen verschieben und es zu einer Ladungstrennung kommt. Dadurch entsteht zwischen den Enden des Leiters eine elektrische Spannung. Diese nennt man Induktionsspannung. Im Motor sieht das dann so aus. Während der Motor läuft, bewegen sich die Ankerspulen durch das Magnetfeld des Stators. Dabei wird in ihren Leitern eine Spannung induziert. Nach der Lenzschen Regel ist diese Spannung immer so gerichtet, dass sie der Ursache ihrer Entstehung entgegenwirkt. In unserem Motor heißt das, die induzierte Gegenspannung, also die Gegen-EMK, wirkt der angelegten Versorgungsspannung entgegen. Dadurch wird die resultierende Gesamtspannung kleiner. Je höher die Drehzahl wird, desto stärker steigt diese Gegenspannung an. Sie begrenzt den Stromfluss automatisch und damit auch das Drehmoment. Sobald die Gegen-EMK nahezu so groß ist wie die angelegte Spannung, geht das Drehmoment gegen 0. An diesem Punkt erreicht der Motor seine Leerlaufdrehzahl. Höher kann die Drehzahl nicht werden, weil sich Antrieb und Gegeneffekt im Gleichgewicht befinden. Du kennst jetzt den Aufbau und weißt, wie ein permanent erregter Gleichstrommotor funktioniert. Schauen wir uns noch die Vor- und Nachteile des Motors an. Der einfache Aufbau sowie die geringen Kosten sind wohl der Grund dafür, dass diese Motoren in so vielen Geräten stecken. Neben der hohen Energieeffizienz ist er auch einfach regelbar. Seine kompakte und leichte Bauweise ermöglicht es, ihn nahezu überall einzusetzen. Aber der Motor hat natürlich auch Nachteile. Das Drehmoment fällt von Anfang an linear mit steigender Drehzahl ab. Weil die Bürsten ständig über den Kommutator gleiten, entsteht mechanischer Verschleiß und das begrenzt die Lebensdauer. Dieser Bürstenkontakt erzeugt außerdem Funken, die elektrische Störungen verursachen und den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen stark einschränken. Auch die maximal erreichbare Drehzahl ist durch die Bürsten und den mechanischen Kommutator begrenzt.
Mit steigender Drehzahl steigen Funkenbildung, Bürstenverschleiß und der sogenannte Bürstenkurzschlusswinkel so stark an, dass der Motor thermisch und mechanisch schnell an seine Grenzen kommt. Genau diese mechanischen Limitierungen sorgen dafür, dass permanent erregte Gleichstrommotoren nur vergleichsweise moderate Drehzahlen erreichen können. Das waren die Grundlagen zur Aufbau und Funktion. Wenn du auch in Zukunft solche technischen Zusammenhänge verstehen möchtest, abonniere gern den Kanal. Weitere Videos findest du im Endscreen.